Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Wir haben in den letzten Wochen ein paar Punkte zusammengesammelt, über die wir einfach so ein bisschen quatschen wollen. Wir sind hier übrigens immer noch in El Pobo, ein sehr skurriler Ort. Wir stehen hier ganz alleine. Hier ist so ein, ja, wie man hinter mir sieht, Safari-Park. Der besteht aus so ein paar künstlichen Tieren. Ja, jetzt im Winter. Die hier im Gehege irgendwie eingezäunt sind. Und ich weiß nicht, ob das im Sommer hier eine Touristenattraktion ist und ob hier so viele Leute hinfahren im Sommer. Auf jeden Fall, ja, es ist ein bisschen skurril hier. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen lustig. Es ist ein kleiner, verschlafener Ort. Wir Ja. haben schon 2 Menschen gesehen in den letzten 2 Tagen. Ja, ansonsten ist hier nichts und niemand. So, aber jetzt zu den Punkten, über die wir ganz gerne ein bisschen quatschen wollen. Das sind einfach so Sachen. Es ist ja nun so, dass wir jetzt wirklich seit ungefähr 4 Wochen wirklich zu 100% im Wohnmobil leben. Vorher, als wir in Fedderwarder-Siel waren oder auch wie wir in Halberstadt die Woche bei Freunden waren, da war das ja noch so, ja, so halb. Wir haben zum Beispiel eine Waschmaschine vor Ort gehabt, wo wir Wäsche waschen konnten, wann wir wollten. Wir haben nicht selber gekocht, wir wurden bekocht und all solche Sachen. So, und jetzt seit den letzten 4 Wochen leben wir wirklich im Wohnmobil bei Wind und Wetter. Wir müssen heizen, wir müssen kochen, abwaschen, wir müssen gucken, wo wir unsere Wäsche waschen. All diese Sachen, die halt dazugehören. So, und wie das alles so funktioniert und was wir so in den letzten 4 Wochen ja so erlebt haben, da wollten wir ganz gerne mal in so einem Sondervideo ein bisschen drüber quatschen. So, und das erste Thema, was ich ganz gerne ansprechen möchte, das ist unsere Gasflaschentankanlage, wie das damit denn so funktioniert. Die hatten wir uns ja vorher noch einbauen lassen. Das sind zwei 11-Kilo-Flaschen. Also im Grunde das, wo jeder Camper irgendwo mit ausgestattet ist in der Regel. Und ja, das Netz, das Tankstellennetz, wo man LPG bzw. Autogas tanken kann, das ist eigentlich ganz gut ausgebaut, wie ich finde. Sowohl in Frankreich als auch jetzt hier in Spanien ist irgendwo im Umkreis von 20 Kilometern ist immer irgendwo eine Tankstelle, wo man LPG tanken kann. Was die Dauer angeht, wie lange wir damit hinkommen mit dem Gas, das war in Frankreich natürlich weniger, weil da war es sehr kalt. Da haben wir ja teilweise minus 8 Grad gehabt. Da mussten wir dann wirklich 24/7 mussten wir heizen. So, und da sind wir so in etwa 4 Tage hingekommen mit unserer Gasfüllung. Dann waren wir auf Reserve. Da hätten wir dann aber auch noch mal 2 Tage mindestens mit heizen können. Also der Reserveanteil dieser Flaschen, der ist meiner Meinung nach recht groß. Wir haben eine ganz normale Tankfüllstandsanzeige auf der Flasche drauf. Die ist aber nicht sonderlich genau, wie ich finde. Es gibt da auch etwas, dass man das per App sehen kann, wie voll die Flaschen noch sind. Das wird wahrscheinlich ein bisschen genauer sein. Kostenpunkt irgendwas bei 300 €, wenn man sich das einbauen lässt. Wir überlegen, ob wir das nächstes Jahr vielleicht machen lassen. So, was die Preise angeht, haben wir in Deutschland noch für ungefähr, ja, so in der Regel 1,05 € bis 1,07 € oder 1,09 € haben wir in Deutschland noch Gas getankt. In Frankreich sind wir dann irgendwo bei 1,98 € gewesen. Und das letzte Mal jetzt hier in Spanien haben wir Gas getankt für 80 Cent pro Liter.
Und das kann natürlich sein, dass generell die Preise gerade wieder am Fallen sind und das in Deutschland auch günstiger ist. Das weiß ich so jetzt nicht. Da habe ich auch jetzt nicht geguckt großartig. Auf jeden Fall ja, kann man so sagen, wenn wir auf Reserve sind und einmal die Flaschen voll tanken, dann sind wir immer irgendwo zwischen 18 und 20 Euro, was wir dann nachtanken. Das sind natürlich dann nur 18 bis 20 Liter in etwa. Insofern ja, bin ich der Meinung, dass wir einen sehr, sehr großen Reserveanteil in den Flaschen haben. Also die zeigen wirklich recht frühzeitig an, dass man auf Reserve ist und dann, wie gesagt, tanken wir aber lediglich 20 Liter nach. In diese 2 11 Kilo Flaschen, wenn die ganz leer sind, dann tankt man da 44 Liter rein. Man kann sagen, dass 1 Kilo Gas in etwa 2 Litern Autogas entspricht. Also das Doppelte im Grunde. Hier in Spanien kommen wir mittlerweile wesentlich länger mit unserem Gas hin. Wir haben hier tagsüber, wir haben jetzt zum Beispiel 10 Grad, die Sonne scheint. Mit Pulli und Weste ist das super gut auszuhalten. Die Sonne, die ist richtig warm. Wenn der Wind nicht da ist, der ist allerdings recht frisch hier in El Pobo. Aber wir heizen jetzt mittlerweile tagsüber eigentlich gar nicht mehr, weil die Sonne das Auto so aufheizt, dass das nicht nötig ist. Und abends springt die Heizung auch nicht mehr so oft an wie sonst noch. Wir haben hier zwar heute Nacht auch, ich glaube, minus 3 Grad oder so, oder nur 5 Grad. Minus hatten wir gar nicht. 3 Grad hatten wir. 3 Grad hatten wir heute Nacht. Also die heizt nachts jetzt nicht mehr so viel, springt nicht mehr so oft an und die Wärme bleibt auch länger im Wohnmobil. Insofern ist es mittlerweile so, dass wir wirklich 1,5, teilweise 2 Wochen mit einer Füllung Gas hinkommen. Jetzt kommen wir zum Thema Wäschewaschen. Irgendwann kam die Zeit, da hatten wir einen vollen Ikea-Sack mit Dreckwäsche und der musste halt gewaschen werden. Und zum Thema Wäschewaschen, also es gibt ganz viele Stationen, diese Laundries, Salons, nenne ich sie jetzt mal, wo Waschmaschinen und Trockner angeboten werden. Unsere Anlaufstelle war an einer Tankstelle, wo halt so ein kleiner Salon war mit, weiß ich nicht, 4 Waschmaschinen und 4 Trockner. Da musste man halt auch diese Waschtoken kaufen. Die gab es an der Tanke, genau. Genau, die Größe, also es gab auch verschiedene Größen von den Waschmaschinen, 10 Kilo, 12 Kilo, 14 Kilo. Die Trocknergröße weiß ich gar nicht. Trockner sind alle gleich. War es riesig. Gut, dann haben wir die kleine Waschmaschine und die mittlere genommen, weil wir einmal Hund und einmal unsers waschen mussten. Der ganze Waschvorgang hat 25 Minuten gedauert, je Waschmaschine. Das war auch super. Und Trockner? Trockner hat 15 Minuten gedauert. Ja, krass. Und die Wäsche war trocken, ne? Also die war wirklich so gut wie trocken anschließend. Ja, du nimmst halt dein Waschmittel mit, machst das da rein, machst den Token da rein, drückst auf die Gradzahl stellst noch einer und dann auf Play und dann geht's los. Ne? Und es ist auch so, dass wenn man diese Jetons, diese Token kauft, die sehen alle unterschiedlich aus und man kann auch nicht, die Waschmaschinen sind ja nummeriert. In unserem Fall war das 6, 7, 8 oder irgendwie so. Ich glaube, das waren auch nur 3 oder 4, ich weiß es nicht. So, und man kann keinen Token in eine Waschmaschine reinschmeißen, wo der nicht reingehört. Die sind entweder geriffelt oder die haben eine unterschiedliche Größe. Also man kann auch wirklich nur die Maschine benutzen, wo man dann den Token für gekauft hat. Also ich war begeistert, weil ich dachte ja so fremde Waschmaschinen und unsere Wäsche da drin, aber es war wirklich echt sauber. Also auch dieser Raum, der wurde vorher noch durchgewischt, das hat man schon gerochen, das war jetzt nicht dreckig, die Maschinen waren nicht irgendwie schmurkelig dreckig, dass da irgendwie vom Vorgänger noch irgendwelche Reste drin hängen oder hingen. Das war eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, und dann halt so Jeans und Schlübbis und Strümpfe und Handtücher waren dann im Trockner und alles andere haben wir dann schön in der Sonne trocknen lassen an unserem Wäscheständer.
an unsere Kleinen, das ging auch ganz gut. Man muss natürlich gucken, wenn man Waschtag hat, wenn man Wäsche wäscht, Dass die Sonne mitspielt. dass das Wetter mitspielt. Also man kann halt nicht alles in den Trockner schmeißen. Wenn meine T-Shirts da reinkommen würden, dann Würde sie bauchfrei würde ich tragen. bauchfrei tragen und ich glaube, das will keiner sehen. Auf jeden Fall, ja, man muss gucken, dass man, wenn man wäscht, auch draußen eben ein bisschen was aufhängen kann. Ne? Und dann ist es auch so, dass dadurch, dass die Maschinen so riesengroß sind, also die sind wirklich 10, 12 und 14 Kilo Fassungsvermögen haben die, dadurch kommen wir wirklich, so wie es aussieht, klar, wenn wir einmal im Monat so eine Laundry ansteuern, um Wäsche zu waschen. Weil dann würden wir unsere Sachen in so eine 14-Kilo-Maschine schmeißen. Die bräuchten wir wahrscheinlich noch nicht mal. Denn einmal die kleine 10 Kilo, da kommen die Hundedecken, Lottes-Sachen und so rein. Und dann ist man einmal im Monat mit Wäsche waschen, ist man gut dabei. Also mehr braucht man gar nicht. Ja, und für zwischendurch kann man ja auch mal Handwäsche machen. Ne? Ja, das machen wir auch. Dass wir Unterwäsche und Socken zum Beispiel Und T-Shirts. und mal. vielleicht auch mal T-Shirts, dass man das auch wirklich, wenn das Wetter schön ist, weil das kann man natürlich nicht so, man hat halt keinen Schleudergang, man muss es auswringen, aber wenn die Sonne schön scheint und das Wetter schön ist, dann kann man das natürlich auch von Hand mal durchwaschen. Ne? Also das muss ich sagen, das war ein Thema, wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, scheiße, wie machen wir das mit der Wäsche? Aber das funktioniert gut. Und diese Laundries sind wirklich überall verteilt. Also manchmal hat man in der Stadt gleich 4, 5 Stück. Da gibt es ganz, ganz viele von. Gerade in Frankreich und Spanien. Ich glaube in Deutschland gar nicht mal, aber in Frankreich und Spanien gibt es da wirklich ganz, ganz viele von. So, nächstes Thema. Sprit, Kosten und Verbrauch. Das ist auch so eine Sache. Wir haben, wie wir das Wohnmobil gekauft haben, kann ich mich erinnern, dass wir so die ersten 2 Tankfüllungen immer so, ja, ungefähr so 550 bis 580 Kilometer fahren konnten, bis wir auf Reserve waren. Und jetzt ist es allerdings so, dass wir manchmal gerade mal 500 Kilometer schaffen. Also gerade mal 500 Kilometer, wenn es gut läuft 550. Aber wir hatten jetzt die Tankfüllung, die wir jetzt verfahren haben. Da haben wir wirklich 495 oder 490 Kilometer und dann waren wir auf Reserve. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir hier sehr viel Steigungen fahren, also auch gerade in Frankreich sind wir natürlich unheimlich viel durch die Berge gefahren. Da hat der Klaus Bärbel sich richtig einen abrackern müssen. Aber er hat es geschafft. Aber der ist da richtig gut durchgekommen. Also muss ich sagen, der Motor, der läuft super und der hat sich da richtig gut durchgekämpft. Aber der Verbrauch ist halt auch dementsprechend. Also wenn man sich das dann durchrechnet, anfangs hatten wir so einen Verbrauch von um die 12 Liter, hatte ich ausgerechnet. Und jetzt sieht die Sache anders aus. Jetzt liegen wir irgendwo, wenn wir viel durch die Berge fahren, also dann schluckt der seine 14 Liter weg. Dann muss man halt öfter mal irgendwo stehen und nicht mehr so viel fahren. Aber was wir festgestellt haben, das ist, seit wir in Spanien sind, hatten wir ein paar Mal so Situationen, da haben wir getankt. Das erste Mal, da haben wir Gas getankt. Das erste Mal Gas tanken in Spanien. So, ich bin rein in die Tankstelle, ich habe getankt für 18 Euro irgendwas. 18 Euro irgendwas hätte ich bezahlen sollen für LPG. So, und dann musste ich 14 Euro oder so bezahlen. Irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, ob die sich versehen hat. So, und dann bin ich rausgegangen und habe nochmal auf die Tankuhr geguckt und dann stand da 18 Euro. Naja, gut. Wir sind weitergefahren. Dann das nächste Mal an der Tankstelle haben wir Diesel getankt. Ich habe getankt, wie viel Liter weiß ich gar nicht. Ich hätte 64 oder 62 Euro stand drauf, hätte ich zahlen müssen. Und ich habe dann mit Karte gezahlt und musste irgendwas bei 54 Euro oder so bezahlen. Und da habe ich gedacht, oder ist das, wieso zahlen wir denn immer weniger? So, und dann haben wir nochmal wieder Gas getankt, an derselben Tankstelle, wo wir schon mal Gas getankt hatten.
Und ich musste wieder weniger bezahlen. Und da habe ich mir mal die Quittung geben lassen. Und auf der Quittung steht drauf, dass seit März 2022 von staatlicher Seite 20 Cent pro Liter quasi Rabatt gegeben wird und 5 Cent von den jeweiligen Tankstellen dann. Genau, also 25 Cent. Genau, wir tanken 25 Cent günstiger als quasi ausgeschildert ist. Und der Sprit ist im Moment sowieso recht günstig. Also wir haben im Moment finden wir Tankstellen mit Preisen Diesel 1,54, 1,56. So, und da kommen dann nochmal 25 Cent runter. Und das sind natürlich dann ganz schöne, da macht man doch gerne tanken fahren. Der nächste Punkt, mautfrei durch Frankreich. Oder lieber nicht. Wir sind mautfrei durch Frankreich gefahren und zwar komplett und das war wunderschön. Wir sind durch kleine Dörfer gefahren. Wir haben keine Ampeln gesehen, sondern nur ganz viele Kreisel, die man auch super fahren konnte, auch mit so einem großen Mobil, wie wir es nun haben. Es wird ja immer erzählt, dass man so blöd mautfrei durch Frankreich fahren kann wegen der vielen Kreisel und die sind so eng und also das können wir überhaupt nicht bestätigen. Die Kreisel sind alle schön groß und breit gewesen für uns auf unserer Strecke. Ja. Es war eine wunderschöne Landschaft, die man sich angucken konnte. Das würde man alles gar nicht sehen, wenn man die Mautstrecke fahren würde. Wir sind durch viele kleine Dörfer gefahren und viele schmale, ich meine teilweise sind das sehr schmale Straßen, aber unser Wohnmobil ist nun auch nicht das schmalste, sage ich mal so, und trotzdem konnte man die wirklich sehr gut fahren. Also wir sind froh, dass wir mautfrei gefahren sind und das geht natürlich nur, wenn man auch Zeit hat. Weil wenn man keine Zeit hat, weil man 3 Wochen Urlaub hat und nach Spanien runterbrettern will in diesen 3 Wochen, dann muss man natürlich die Mautstrecke nehmen. Dann ist man schneller unterwegs. Aber wenn man Zeit hat, keinen Zeitdruck, also dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, die mautfreie Strecke zu fahren oder eine mautfreie Strecke zu fahren. Wir sind durch ganz viele kleine Dörfer gefahren, die so gut wie tot waren. Also da war nichts zu sehen an Menschen. Vielleicht eine Person von 10 Dörfern haben wir gesehen. Ich nicht. Ich ja. Ich habe nirgendwo jemanden gesehen. Also es war echt leer. Da war nichts auf den Straßen los. Da hat man irgendwie kein Mensch gesehen. Aber das ist in Spanien hier auch so. Also diese ganzen kleinen, auch hier wo wir jetzt sind, in El Pobo. Ich weiß nicht, wir waren gestern wandern und gestern haben wir aus der Ferne da hinten, da lief ein Mann mit einem Sack auf den Schultern. Aber man sieht irgendwie immer, vielleicht ist es auch nur so, wo wir lang fahren, weil wir ja auch recht einsame Stellplätze immer anfahren. Aber wir sind ja schon ein paar Kilometer unterwegs, so dann, wenn wir dann fahren. Und wenn man nicht gerade durch eine größere Stadt fährt, sondern durch diese kleinen Städte, die sind wirklich immer ganz. Teilweise ist es sogar so, dass die Fenster von innen oder von außen zugenagelt sind. Teilweise sind das Orte, wo man sich fragt, ob da überhaupt jemand lebt. Weil man sieht niemanden. Und es ist auch immer, wenn da irgendwas ist, ein kleiner Laden oder mal irgendwas, ein Restaurant, dann ist auch immer alles zu. Also, naja, man sieht schon viele Häuser, da hat schon wahrscheinlich schon jahrelang keiner mehr drin gelebt. Und daneben ist dann halt wieder so ein älteres Häuschen, wo halt jemand drin lebt, weil da irgendwie Gardinen vor sind oder da irgendein Handtuch raushängt oder keine Ahnung. Ja. Aber manchmal ist es schon ein bisschen gruselig. Ja. Also wir sind schon sehr... Aber schön, es ist wirklich sehr schön. Einsam unterwegs, ne? Also wir haben wenig Kontakt zu Menschen, weil wir kaum Menschen treffen. Und auch wenn wir auch die Stellplätze, die wir anfahren, die meiste Zeit stehen wir eigentlich alleine. Gestern haben wir das hier gehabt, wir stehen jetzt den 2. Tag hier. Wir stehen jetzt den 2. Tag hier und gestern Abend kam ein Holländer mit einem Pössl. Der ist aber heute Morgen auch ganz früh wieder gefahren.
Und ansonsten, auch wie wir in Vilanova de Sau standen, da standen wir 1,5 Wochen und bis auf einen Tag, wo gleich 3 Wohnmobile kamen, Mehr Wochenende war oder das, Busse, ne? auch so Pössl waren das, standen wir die 1,5 Wochen eigentlich alleine da. So, und das zieht sich eigentlich schon die ganze Zeit so. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien. Hier stehen wir überwiegend irgendwo alleine. Aber es ist auch ganz Was schön. ich auch nicht schlimm finde. Nee, ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man Menschen trifft, ob nun in Frankreich oder in Spanien, Dann sind die wirklich immer sehr, sehr freundlich. Und auch hilfsbereit. ja, also das ist was uns wieder mal sehr aufgefallen ist, dass dieser Unterschied zu Deutschland so extrem ist, finde ich. Dass die Menschen in Frankreich oder auch hier in Spanien wirklich sehr freundlich und hilfsbereit sind. Sowas kennt man irgendwie aus Deutschland gar nicht. Und auch sehr entspannt. Und sehr entspannt und in Deutschland hat man das ja oft, dass man denkt, oh, darf man hier stehen? Da guckt schon wieder jemand hinter der Gardine weg. Diese ganzen Else Klings, von denen man sich verfolgt fühlt. Das hat man hier und auch in Frankreich hat man das gar nicht, weil die Menschen interessieren sich einfach nicht dafür, was andere machen und das ist sehr angenehm. So, das nächste Thema, wo wir dachten, dass wir uns da so ein bisschen vorbereitet haben, was aber nicht der Fall war, das ist das Thema Internet. Also Internet, das ist wirklich ein leidiges Thema für uns. Wir haben uns in Deutschland haben wir uns einen Router gekauft, den Netgear Nighthawk. Das ist auch ein sehr guter Router. Verlinken wir unten in der Videobeschreibung, wen es interessiert. Da sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Wir haben keine extra Antenne oder so und wir haben bis jetzt wirklich überall vernünftig Empfang gehabt, selbst wenn wir irgendwo mal, und wir stehen ja in der Regel immer ziemlich außerhalb und ziemlich einsam, in den Bergen oder hier mitten im Nirgendwo. Und, oder fährt ein Auto. Ne, ein Trecker. Und wir haben wirklich immer gut Empfang gehabt zu diesem Router. So, wir haben in diesen Router eine SIM-Karte gepackt. Und zwar haben wir uns von Freenet Funk diese Karte geholt. Das ist auch super. Also das ist prepaid. Man zahlt täglich 69 Cent für 1 Gigabyte, was natürlich nicht ausreicht. Wenn man aber täglich 99 Cent bezahlt, dann hat man unlimited Daten. Also dann hat man wirklich das Internet so viel man möchte. Für 30 € im Monat. Und das ist wirklich ein unschlagbares Angebot, wie ich finde. Das hat in Deutschland auch wunderbar funktioniert, 100%. Aber als wir dann nach Frankreich rüber sind, da haben wir dann festgestellt, dass das alles nicht so dolle funktioniert, denn es soll angeblich so sein, dass man im europäischen Ausland trotz alledem immer noch wenigstens 1 Gigabyte am Tag mit dieser Freenet-Karte nutzen kann. So, und wir haben uns gesagt, okay, wir gucken erstmal, im Grunde brauchen wir es nur, wenn wir mit dem Notebook irgendwie arbeiten oder so, mal eben kurz was teilen oder ja, es sind so ein paar Dinge, die man täglich machen muss, wo man dann eben mit dem Notebook sich einwählen muss. So viel ist das gar nicht. Und dann habe ich gedacht, und dann gucken wir mal, wie weit wir mit unseren Handys dann auch kommen. Da haben wir ja auch jeweils eine Lidl-Karte drin, Lidl Connect mit Datenvolumen. Und wir wollten erstmal gucken, wie weit wir damit so kommen. So, letzten Endes war es aber so, dass wir dieses Freenet Funk im Ausland gar nicht nutzen konnten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und das ist wohl auch bekannt. So, und dann hatten wir natürlich ein Problem. So traurig und so blöd das ist, aber man ist auf dieses scheiß Internet einfach angewiesen. Erst recht, wenn man so wie wir im Wohnmobil lebt und auch von unterwegs aus arbeiten muss. So, und dann mussten wir gucken nach einer Alternative. Und leider gibt es da nicht wirklich was
zu attraktiven, bezahlbaren Preisen, was man international bzw. wenigstens in der EU nutzen kann. Also ich wüsste zumindest nichts. Ich habe da nichts gefunden. Und somit haben wir uns dann entschieden, in Frankreich eine Free Prepaid-Karte zu kaufen. Free hat in Frankreich auch ein sehr, sehr gutes Angebot. Und zwar bekommt man bei Free für 20 € 100 GB Datenvolumen. So, man muss allerdings einmalig 10 € für die Karte bezahlen. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Free Shop. Da gibt es nämlich nur 5, 6 Stück von in Frankreich. Aber zufälligerweise waren wir gerade in der Nähe einer Stadt, wo wir so eine Karte hätten kaufen können. Und das war bei Besançon. In Besançon wäre ein Free Shop gewesen, den wir aber leider nicht erreicht haben. Dank Google Maps. Dank Google Maps. Weil wir standen auf einmal mit unserem großen Mobil in einer Einbahnstraße. Da waren Straßenbahnschienen und wir kamen irgendwie nicht weiter. Katastrophe. Und wir mussten dann auch wenden, aber auch da waren die Franzosen sehr nett, die sind ausgestiegen und er hat uns dann da irgendwie rausgelotst, damit wir konnten da irgendwie drehen, weil auch gerade keine Straßenbahn kam. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Google Maps, wir sind mitten in Besançon, mittendrin. Große Kreuzung und man weiß sowieso nicht, wohin jetzt und guckt ständig aufs Handy und wo sollen wir lang. So, und Google Maps sagt, rechts abbiegen. Ich biege rechts ab und stehe auf einmal vor einer Einfahrt zu einer Tiefgarage, wo wir natürlich im Leben nicht hätten reinfahren können. Das war hier rum. Geradeaus war eine Einfahrt zu einer Tiefgarage von der Feuerwehr, wo wir auch nicht reinfahren konnten, weil da auch eine Schranke vor war. Und neben uns waren 2 oder 3 Spuren, ich glaube 2 Spuren von der Tram, wo man gar nicht drauf fahren durfte, beziehungsweise auch nicht konnte, weil da nämlich so ein Bordstein war. So, hinter uns die riesengroße Kreuzung. So, das heißt, uns blieb nichts anderes übrig. Ich habe erstmal den Rückwärtsgang reingepackt und bin langsam mit Warnblinkanlage zurückgefahren, in der Hoffnung, dass irgendwie die Kreuzung sich ein bisschen räumt und ich da irgendwie rückwärts drehen kann. Das ging natürlich nicht, weil die Kreuzung stand mittlerweile voll mit Autos, die teilweise zu dieser Tiefgarage wollten. Aber da waren die Franzosen auch sehr, sehr freundlich, sind ausgestiegen, haben uns gesagt, wir sollen versuchen, irgendwie auf diese Fläche zu fahren, wo die Tram fährt, haben dann geguckt, dass auch keine Tram kommt gerade, dass wir da irgendwie wenden können. Ich musste dann irgendwie diesen Bordstein hochfahren, das war auch alles ganz eng und naja, so haben wir es dann gemacht. Dann standen wir auf den Schienen vor der Tramampel, haben gewartet, dass endlich grün wird an dieser Kreuzung und sind dann da endlich weg gewesen. Also die Stimmung war auf dem Höhepunkt. Ja, und dann haben wir gesagt, scheiß was auf Free, wir fahren jetzt hier erstmal raus aus Besançon. So, und dann haben wir geguckt, ob es eine Alternative zu Google gibt, weil Google hat uns mittlerweile wirklich schon so oft auf irgendwelche Irrwege geführt, wo man dann mit so einem Fahrzeug teilweise auch echt Probleme hat, weil man da nicht wenden kann, weil man da dann komplett rückwärts wieder wegfahren muss. Oder weil man da gar nicht langfahren darf. Oder weil man da gar nicht langfahren darf, weil man zu schwer ist zum Beispiel oder zu hoch oder was auch immer. Also man muss mit Google wirklich immer aufpassen, dass man nicht irgendwo auf einmal landet, wo man sich die Satellitenschüssel vom Dach fährt oder die Spiegel abfährt oder sonst irgendwas. So, und dann haben wir nach einer Alternative geguckt und es gibt da eine App, wo man sämtliche Fahrzeugdaten eingeben kann, das Gewicht, also die zulässige Achslast und die Breite und die Höhe, wie viel Tonnen, bla bla bla. So, und dementsprechend lotst diese App einen dann auch wirklich da lang, wo man auch langfahren darf. Und diese App heißt Road Trucks. Road Trucks. Also was für LKW-Fahrer, aber... Genau. Ist ein kleiner Geheimtipp, hat man uns gesagt, aber die kann man sich mal installieren, damit man solchen Problemen dann zukünftig aus dem Weg gehen kann. So, aber nochmal
um nochmal auf Free zurückzukommen, das hat alles ganz gut funktioniert. Wir haben dann in dem nächsten Ort irgendwo, wir sind dann extra eine Stadt angefahren, wo wir einen Free-Shop dann finden konnten, haben uns dann so eine Free-Card geholt, haben die in unseren Router gepackt und hatten Internet 100%ig, 100 Gigabyte für 20 Euro, beziehungsweise in dem Fall für 30, weil wir ja für die Karte auch 10 Euro zahlen mussten. Und es sollte so sein, dass man dieses Datenvolumen auch im EU-Ausland nutzen kann. Und dann haben wir uns gedacht, naja gut, dann können wir das in Spanien weiter nutzen, bis es alle ist. Und in Spanien holen wir uns dann eine andere Karte. So, dann war das so, haben ungefähr 25 Gigabyte verbraucht noch in Frankreich. Dann sind wir über die spanische Grenze gefahren und haben weiterhin diese Karte genutzt. Und irgendwann habe ich dann ständig irgendwelche Nachrichten gekriegt, dass das Datenvolumen, dass ich Roaming-Gebühren irgendwie, mein Datenvolumen überschreite und. So, und es ist so, dass diese Free Card weiterhin im Ausland dann funktioniert, im EU-Ausland, aber sich das Datenvolumen dann begrenzt auf 25 Gigabyte. Dann hat man nicht mehr 100, sondern nur noch 25. Und wenn die dann weg sind, dann zahlt man. So, und dann kriegt man Bescheid, dass man so und so viel über das Datenvolumen drüber weg ist und dann fängt man an zu verbrauchen. Also das ist auch so eine Falle, wo man reintippen kann, weil das ist jetzt nicht so, dass man von alleine irgendwie auf einmal kein Internet mehr hat, sondern das läuft. Somit haben wir uns dann in Spanien wieder auf die Suche gemacht nach einer neuen Prepaid-Karte, haben dann auch einige Anbieter verglichen, Simio oder wie heißt, oder Simfi. Simio oder Simfi? Nee, Simio, glaube ich. Simio. Auf jeden Fall ist ein Anbieter, da gibt es ganz gutes Datenvolumen, aber das beste Angebot, was wir hier jetzt eigentlich gefunden haben für unsere Bedürfnisse, das ist Vodafone. Also wir haben uns jetzt von Vodafone eine Prepaid-Karte geholt. Eigentlich hätte dieses Paket 38 Euro gekostet für 100 Gigabyte beim ersten Mal. Und das Refreshen, also das wieder Auffüllen der Karte mit 100 Gigabyte, kostet jedes Mal dann 20 Euro. So, ich habe dann so einen Shop aufgesucht und habe so eine Karte gekauft und habe lediglich 20 Euro bezahlt. So, auch beim ersten Mal. Und man kann sich dann einloggen im Internet mit seinen Zugangsdaten. Man kann sich dann einen Account erstellen, das ist natürlich alles auf Spanisch. Die App funktioniert nicht, wenn man eine deutsche SIM-Karte hat. Da muss man dann auch eine spanische SIM-Karte für haben. Und wir schmeißen diese Karte ja in den Router, also und nicht ins Handy. Also können wir uns da auch nicht die App irgendwie runterladen und die App nutzen. Aber man kann dann, wenn man sich richtig auf der Homepage anmeldet, bei Vodafone ein Konto erstellt, sich einloggt, dann kann man auch über diesen Weg jeden Monat die Karte wieder aufladen. Mit 20 Euro, man kann dann mit PayPal bezahlen oder mit Kreditkarte und hat wieder 100 GB Datenvolumen für 28 Tage. So, und wir haben sogar nicht nur 100 GB Datenvolumen, sondern wir hatten dann auch noch einen Bonus gekriegt von nochmal 40 GB. Also wir hatten 140 GB Datenvolumen für 20 Euro. Und da kommen wir auch ganz gut mit klar. Aber das brauchen wir auch. Also das verbrauchen wir tatsächlich in 28 Tagen. Diese 140 GB. Es ist jetzt nicht so, dass wir großartig Filme streamen oder, ich meine, man guckt schon das eine oder andere YouTube-Video und surft so ein bisschen rum, aber mehr auch nicht. Und das wundert mich sehr, dass man so viel Datenvolumen verbraucht bei so, ich würde mal sagen, normaler Nutzung. Also ich würde uns schon als Normalnutzer bezeichnen. Mögen andere anders sehen, aber ich bin schon der Meinung, wir sind Normalnutzer. So, und wie gesagt, diese 140 GB, die brauchen wir. Und das nächste Mal werden wir uns dann auch das etwas größere Paket buchen. Da hat man dann, glaube ich, 140 GB oder 150 oder so. Ne? Also so viel zum Thema Internet.
Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Stellplätze. Wir benutzen die App Park4Night, mit der wir auch richtig gut zufrieden sind. Vom Inhalt her, von der App, also es ist immer alles richtig gut beschrieben, so wie es auch wirklich ist, was es halt an Service gibt und halt auch nicht. Und ja, die Bewertung kann man sich halt auch im Vorfeld gut durchlesen, ob es halt gut ist oder nicht so gut. Also bisher hat uns die App an alle schöne Plätze gebracht, die wir bisher gesehen haben. Also es geht vom Stellplatz bis zum Parkplatz, bis zum Waldplatz. Ne? Ja, und für uns ist es immer wichtig, oder was heißt für uns ist es wichtig? Wir sind jetzt nicht unbedingt so diejenigen, die auf irgendwelchen Campingplätzen stehen möchten, wo viele Menschen sind, wir sind auch überhaupt ja nicht so jetzt an der Küste. Ich denke mal so jetzt um diese Jahreszeit tummeln sich alle irgendwo an der Küste. Wir sind auch auf dem Weg darunter. Wir wollen natürlich auch nach Andalusien. Als nächstes werden wir wahrscheinlich Richtung Valencia fahren, erstmal wieder. So, aber wir stehen schon ganz gerne sehr einsam. Wir stehen schon ganz gerne, auch wenn es geht, alleine. Und da ist diese App wirklich super, weil man auch einfach Waldparkplätze hat, weil man bekommt immer angezeigt, ob es da Wasser gibt. Das ist für uns natürlich auch wichtig. Und das ist auch ein ganz springender oder ein ganz wichtiges Thema hier in Spanien, was wir auch nochmal ansprechen können. Und zwar ist es hier in Spanien tatsächlich so, dass wir noch nicht ein einziges Mal bezahlt haben für Wasser. Also egal, wo wir stehen und Wasser zur Verfügung ist das immer kostenlos. Manchmal hat man Brunnen oder irgendwelche Wasser, was teilweise auch aus einer Quelle kommt. Man kann überall kostenlos Wasser zapfen. Und die absolute Oberhärte ist, dass es sogar gar nicht mal so wenig Stellplätze gibt, die von den Gemeinden gestellt werden, wo man sogar kostenlosen Strom bekommt. Wir haben ja in Vilanova de Sau auch gestanden 1,5 Wochen und haben da kostenlosen Strom gehabt. So, und das ist ja in Deutschland undenkbar, gerade bei den aktuellen Energiepreisen. Also Spanien ist auf jeden Fall sehr, sehr camperfreundlich, muss man sagen. Ob das jetzt Strom ist, der kostenlos teilweise ist, ob das die Anzahl der Stellplätze sind, wo man stehen kann, dass man Wasser überall kostenlos bekommt. Oder auch die Tatsache, dass es Vergünstigungen auf Sprit und LPG gibt. Also Spanien macht Spaß zu bereisen. Absolut. So, und dann ist es so, dass in Frankreich, wenn man da jetzt Wasser oder Strom brauchte, dann musste man grundsätzlich diese Jetons haben. Das sind auch nicht immer dieselben, das sind ganz unterschiedliche Jetons, je nachdem, was für ein System die da vor Ort haben. Es gibt ja dieses Fleur de Bleu, keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, und das hat eigene Jetons, und wenn man dann woanders steht, braucht man wieder andere Jetons. Und die Jetons gibt es dann meist irgendwo da vor Ort, kann man die dann kaufen. Und ich fand das auch sehr teuer in Frankreich. Also für 6 Stunden Strom 2,50 € oder für 100 Liter Wasser 2,50 € finde ich schon wirklich sehr teuer. Und dann hatten wir das auch noch, dass wir, wie wir in Planfort standen, Planfort nicht, wo standen wir denn davor? Bei Besançon, an diesem Museum. Da habe ich ja diese Jetons im Museum gekauft und habe gefragt, wie viel Liter ich dafür bekomme. Ein Jeton hat 2 € gekostet, und dann hat sie gesagt, für 100 Liter Wasser. So, und ich bin ja nicht blöd. Ich habe natürlich genau darauf geachtet, wie viel Wasser da rauskommt. Wir haben erstmal unseren 5-Liter-Kanister voll gemacht. Und dann habe ich die Zeit gemessen, wie viel Liter in wie viel Zeit in diesen Kanister gehen. Und dann habe ich entsprechend ausgerechnet, wie lange der Hahn da laufen muss, um unseren 200-Liter-Tank voll zu machen. Und das Ende vom Lied war, dass wir für 2 € noch nicht mal 50 Liter Wasser gekriegt haben.
Da bin ich natürlich direkt hin und habe das freundlich beanstandet und habe dann nochmal 2 Jetons dazu gekriegt. So, aber das ist natürlich was, da muss man auch drauf achten, weil hier und da wird man vielleicht auch mal über den Tisch gezogen. Ja, und das will man ja nicht, aber man will ja auch dafür bezahlen für Strom und Wasser, wenn das dann so ist. Aber gerade so in Spanien wird es halt auch von der Gemeinde gestellt und das ist ja halt auch sehr lieb. Ja. Soll man ja auch nicht ausnutzen. Und natürlich wollen wir bezahlen für Wasser, aber ich lasse mich auch nicht beschubsen. Ne? Ja, 15. Ich meine, 2 Euro für 100 Liter ist ja sowieso schon nicht billig. Und wenn ich dann auch nur noch die Hälfte kriege, das geht ja mal gar nicht. So, nächstes Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass wir bis jetzt komplett mautfrei unterwegs sind und wir haben noch nicht ein einziges Mal Stellplatzgebühren bezahlt. Und meistens zahlen wir auch nichts für Wasser und Strom. So sieht's aus. So, eine Sache haben wir noch, die wir euch erzählen wollen. Und zwar sind wir aufgesetzt. Ganz, ganz böse. Wir haben einen Platz angefahren. Das war in Frankreich bei Cernon. Sangat. Irgendwas. So, und da hat Google uns natürlich wieder, es gab 2 Möglichkeiten, diesen Stellplatz zu erreichen, der war im Ort. Und Google hat uns natürlich wieder die bessere Variante angezeigt, nämlich über so eine komische Brücke oder so eine Kuhle war das. So, und das hat mit unserer Länge überhaupt nicht hingehauen. Da sind wir wirklich, wie wir da durchgefahren sind, sind wir hinten aufgesetzt mit dem Unterbaurahmen. Und haben uns da so richtig schön die Steckdose von der Anhängerkupplung fast abgerissen. Mehr ist zum Glück nicht passiert, aber das sind natürlich auch noch immer so Sachen, die dann hier und da passieren, wenn man solche Stellplätze anfährt, dass man sich vielleicht auch mal, oder wir haben zum Beispiel auch in Vilanova de Sau, hat man wirklich eine sehr, sehr steile Abfahrt zum Platz runter. Und da muss man aufpassen, dass man nicht aufsetzt. Der tiefste Punkt bei uns ist, glaube ich, die Getriebewelle oder dann halt hinten der Unterbaurahmen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht aufsetzt. Also teilweise sind die Plätze eher für kleinere Fahrzeuge gedacht, für so einen Pössl oder für kürzere Wohnmobile. Ja, aber es ging ja. Ja, es ging. Also nichtsdestotrotz, wir haben bisher wirklich immer sehr schön gestanden und das kostenlos und wir haben auch immer Fähr- und Entsorgung gehabt. Und Google weiß ja nicht, dass wir mit so einem großen Mobil unterwegs sind. Nee, das weiß Google nicht. Trotzdem ist Google scheiße. So, das war's. Mehr haben wir eigentlich nicht zu berichten. Das waren so die letzten 4 Wochen, die wir jetzt unterwegs sind. Und da wollten wir mal so ein bisschen erzählen über unsere Erfahrungen und was uns so aufgefallen ist und wie das alles so funktioniert. Ob das alles so funktioniert, wie man sich das auch vorgestellt hat. Das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid, sehen wir uns höchstwahrscheinlich im Nationalpark. Ciao. Tschüss.